Heute sind wir bei myVelo in der Nähe von Offenburg. Sie bauen Fahrräder unter anderem für das Thema Camping. Das Besondere ist, man kann sie nicht tunen, was ganz wichtig ist. Sie laufen 25 km/h, haben 250 Watt und auch kein geheimes Menü, an dem ich so einfach rankomme, dass ich mir das Ding einfach mal aufdrehen kann. Du bist der? Fabian. Ja, guten Morgen, Fabian. Wir zeigen mal hier ein myVelo. Das Besondere an den Rädern ist, ihr bietet Service, wenn mal irgendwas dran sein sollte. Ihr habt Garantie. Das Ganze ist natürlich, betone ich deswegen, weil es gibt ja so oder so ähnliche Räder. Ich sag mal auch aus irgendwelchen Lagern, aus Polen, aus keine Ahnung, wo die direkt zugeschickt werden, die man dann selber aufbaut mit allem drum und dran. Ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, wenn mal irgendwas dran ist, ihr helft den Leuten auch, oder? Ganz genau, so ist es. Der Vincent und ich haben myVelo gegründet, machen das schon einige Jahre sehr, sehr erfolgreich und sind für unsere Kunden jederzeit auch ansprechbar und verfügbar und grenzen uns dahingehend schon einfach von vielen anderen im Markt auch ab. Ja, 16,99. Die Komponenten ist ja das, was du bestellst beim Hersteller. Ganz entscheidend zum Ergebnis dann später. Was haben wir denn hier verbaut? Das heißt, wir haben jetzt hier einen Hecknabenmotor ist hier mit drin? Genau, wir haben hier einen Hecknabenmotor drin, einen klassischen mit 250 Watt, der auch so zugelassen ist und haben hier einen entsprechenden großen Akku mit 460 Wattstunden verbaut, der in jeder Lebenslage auch ausreichend Power hat für zwischen 50 und 80 Kilometer, sage ich jetzt mal, je nach Topografie, wo ich da entlang fahre. 36 Volt hat das System? Genau, 36 Volt System. Also sehr sparsam. Also man muss ja auch sehen, nichts gegen 48 Volt, aber für die meisten Einsätze langt ja 36 Volt. Und das macht natürlich auch die Reichweite aus. Ne? Ein Stück weit. Ein Stück weit, genau. Die Akkukapazität resultiert eben entsprechend aus den Volt und den Amperestunden. Und da sind wir mit 36 Volt und am Ende dann ausmultipliziert mit 460 Wattstunden schon richtig weit vorne dabei für so ein kleines Fahrrad. Und insbesondere für Camper ein Traumfahrrad. Ja, und das Besondere ist, ihr habt Tektro-Bremsen drauf, Seilzugbremsen. Das Spannende dabei ist, wenn es mal geknickt wird, das ist immer so, ich sag mal, ein Riesenvorteil mit den Seilzügen, gerade bei Faltfahrrädern. Ja, ganz richtig. Also ich habe hier nicht das Problem, wenn ich es dann einmal irgendwie überfalte, dass mir dann Luft ins System kommt, sondern ich kann es wirklich auch ganz easy, wo man hier auch an der Schraube sieht, nachstellen. Das zweite habe ich auch hier oben, die zweite Schraube, die Möglichkeit. Also ich kann in binnen Sekunden da auch den Bremspunkt wunderbar anpassen. Ja, ich selber habe 2 im Einsatz mit Seilzug, Scheibenbremsen, also die dann sagen, mein Gottes Willen, wie kann man nur Seilzug, Scheibenbremsen bauen? Sie sind sehr unkompliziert, das ist der Riesenvorteil. Das heißt also, ich kann sie selber servitieren, ich kann sie einstellen, sie bremsen sogar so stark, dass ich mich sogar noch überschlagen kann. Also es ist so. Ja, und das sagen wir als ehemalige Rennsportler schon auch, die sind richtig gut geworden, der Bremspunkt passt und eben auch wie sie packen. Ja, eine Stahlfeder, ganz unkompliziert. Also ich sag mal, bei Autos normalerweise das Maß der Dinge sind ja Stahlfedern und keine Luftfedern. Das heißt also auch gut dosierbar und sie halten ewig. Genau, du sagst es, wir haben hier wirklich ein sehr, sehr wartungsfreundliches System, das eigentlich in der Form nie Probleme machen kann. Ja, das Problem ist beim Luftdruck, ich muss ihn abstimmen. Viele fahren ohne Luftdruck. Bei Gabeln wundern sich dann, dass sie nicht mehr funktionieren. Das kann bei einer Stahlfeder nicht passieren. Ja, richtig. Im Grunde dahingehend komplett wartungsfrei, auch komplett unabhängig und unempfindlich gegenüber meiner Gewichtsklasse. Drauf sitzen und losfahren. So, ich habe das Ganze noch ein bisschen hier getuned, sodass die Kabel und so weiter auch ordentlich da sind. Das Display, lässt sich das gut ablesen? Lässt sich wunderbar ablesen. Was bei dem Fahrrad auch besonders ist, dass wir einen Schließerkreislauf haben. Das heißt, ich bremse und der Motor schaltet immer automatisch aus. Das habe ich an der rechten wie an der linken Bremse. Und dadurch bin ich insbesondere bei engen Wendemanövern einfach gefahrenfrei. Ein Bremslicht habe ich auch? Bremslicht haben wir beim Rio und beim Palma, beim Berlin nicht. Also es würde technisch gehen, aber ist jetzt nicht dran. Das heißt also, die registrieren, die haben einen Schalter drin, die Bremsen? Ja, ganz genau. Also wir haben hier eben den Schalter eingebaut und dadurch wird der Motorkreislauf unterbrochen und der Motor hört auf zu beschleunigen. Ja, hier ist ein Fahrrad, das kann man benutzen für mehrere Leute auf dem Campingplatz. Man kann es ganz leicht anpassen, das werden wir gleich mal zeigen. Das heißt, an alle Sitzpositionen, an alle Größen, was ist denn das maximale Systemgewicht bei dem? Da liegen wir jetzt bei knapp 130 Kilo.
Also wirklich ausreichend, für auch ein bisschen einen Koffer noch dabei, was wir auch standardmäßig bei uns im Shop mit anbieten. Also hier bietet sich an, ein wunderbarer Korb, wenn ich mal an der Côte d'Azur zum Bäcker möchte, oder dann auch eine wunderbare Gepäckbox oder gar Seitentaschen. Ja, ihr habt auch Fatbikes, das können wir gleich mal zeigen. Das hier hat den Vorteil, dass natürlich die Silhouette von dem Fahrrad extrem klein ist. Es gibt, ich muss mal ganz kurz schauen, man kann die einklappen, die Pedale? Ja, klar. Zeig mal, wie das geht. Ganz einfach. Es sieht nämlich gar nicht so aus. Ja. Zack, da klappe ich gerade einmal rein. Okay. Und dann verschwindet sie, genau, das sehe ich jetzt halt gerade. Hier haben wir beim Vorführer einmal die Standardpedale dran gemacht. Die Klapppedale sind bei uns wirklich ab Werk, das sehen wir gleich im anderen Video auch nochmal. Genau. Die sind dabei? Die sind dabei. Okay, ja. Das heißt, wir haben jetzt mal einen Vorwurf. Wichtig ist, der Gepäckträger, der kann einiges ab. Das heißt, wenn da mal das Enkelchen mal hinten drauf sitzt, wird das Fahrrad nicht sofort kollabieren, oder? Bis 25 Kilo. Also je nachdem, wie groß der Enkel ist, darf er mitfahren oder eben auch nicht. Aber insbesondere eben auch wegen den Füßchen von dem Enkel raten wir davon ab. Ihr habt eine Tournee drauf, also das heißt eine Markenschaltung. Viele, ich sag mal, gerade aus China, Derivate, haben noch nicht mal eine Markenschaltung drauf. Das geht. Ja, da sind wir wirklich ausschließlich bei Shimano unterwegs. Das Zeug funktioniert, das taugt, kann ich gut einstellen. Insbesondere auch gerade bei einem Hinterradnabenmotor habe ich wirklich wenig Verschleiß auf der Kette, einfach dem geschuldet, weil der Antrieb direkt über die Achse kommt aufs Hinterrad. Von dem her ist da die Shimano Tournee die beste Schaltung für das Rad. Ja, wir werden gleich mal kurz drüber sprechen, wie die Leistung registriert wird. Das ist ja auch so ein Thema. Es gibt ja keinen Drehmomentsensor bei denen, oder? Nein, bei dem nicht. Da haben wir wirklich einen Pedal-on-Assistant-Sensor drin. Mit jeder Pedalbewegung habe ich dann eben ein paar Abnehmer, die Signal geben, und dementsprechend wird dann basierend auf einer meiner 5 Leistungsstufen die Geschwindigkeit dann entsprechend angepasst oder die Leistungsunterstützung. Ja, viele Dinge sind E-Bike angepasst, zum Beispiel auch die Mäntel haben E-Bike-Zulassung. Das ganze System ist zugelassen, also da liegt der großen Wert drauf, weil viele Systeme haben mehr wie 250 Watt oder man kriegt irgendwelche Definitionen aus China, die gar nicht stimmen. Da hat der Motor doch 500 Watt. Kommt zum Unfall, Sachverständiger, ihr haftet ja dafür, ihr seid die Inverkehrbringer, oder? Genau, wir sind der Hersteller von den Bikes und dementsprechend ist uns natürlich wichtig und alles daran gelegen, dass STVO-konform hier produziert wird. So, die Batterie hat sogar einen Einschalter, habe ich auch noch nie gesehen. Das ist total cool, insbesondere wenn ich den Akku mal lange überwintere, dann kann ich ihn rausnehmen, mache eben da einmal aus und habe dann theoretisch auch einfach komplett den Spannungsschutz drin. Also ihr sagt, das Ganze funktioniert, man kann es wunderbar zusammenklappen. Nimm es doch mal gerade runter, bitte, dass wir das mal einfach mal zeigen. Der Kollege ist mit dabei. Ungefähr das Gewicht, was denkst du? 25? Ein bisschen weniger sogar. Auf der Webseite haben wir es drin, sind wir bei 23 Kilo, ja, genau. 23 Kilo. So, und wenn du dich mal gerade draufsetzt, mir mal verrätst, wie groß du bist heute? Ich bin 1,70, ja, genau. 1,70. Wir haben aber noch andere Männer dabei, ich zeig's mal gerade. Und Frauen. Hier, die versteckt sich hinter ihm. Das ist ja total süß. Du bist der? Florian. Hallo Florian, du kommst aus Hessen? Ja. Und die da auch aus Hessen, oder? Nein, aus dem schönen Badnerland. Ihr habt dich hier kennengelernt, oder wie? Ja, in Hamburg haben wir uns kennengelernt. In Hamburg? Aber mehr private Details gibt's nicht. Okay, schade. Ich wollte noch mehr wissen. Hi. Ja, du bist einer der Mitgründer, muss man sagen. Ganz Was hat genau euch denn richtig. bewogen, günstige Klappräder zu produzieren? Weil die meisten wollen ja dann sportliche Rennräder machen. Ihr seid auf dem Bereich Camping extrem stark eingeschlagen, oder? Ja, ganz genau. Also man muss dazu wissen, die Historie von Fabian und von mir hat begonnen. Da waren wir knapp 10 Jahre alt, sage ich mal, haben uns da kennengelernt, wirklich beim Radrennsport, beim Radrennfahren. Ja, genau. Also jetzt über 20 Jahre und haben dann bis U23 Bundesliga Radrennen bestritten zusammen. Das schweißt natürlich zusammen und dass dann irgendwann der berufliche Werdegang was mit Fahrrädern zu tun hat, ist klar. Und wir haben uns dann 2018 für die Nische damals noch der Klappräder entschieden, um dann wirklich hier Fuß zu fassen, um da in den Markt reinzukommen, und das ist uns gelungen und dementsprechend geht die Reise natürlich auch weiter. Ich zeige das mal gerade, da ist euer Laden, ja, habt ihr übernommen. Der Eigner ist sogar noch in der Werkstatt mit drin, der hilft euch ein bisschen. Ja, ganz genau. Alteingesessener Meister, seit über 30 Jahren, kennt
alle Schrauben, alle Tricks und Kniffe, die es braucht. Oder? Genau, total, ja absolut. Wirklich zur vollsten Zufriedenheit aller Kunden. Ja, heute ist Samstag, übrigens der 11. Juni. Ich bin mal zu euch gekommen. Das ist ein bisschen versteckelt hier. Der nächste Ort ist praktisch Offenburg, oder? Ja, genau. Also Offenburg kennt man dann schon ein bisschen mehr tatsächlich auch. Vielleicht noch was damit zu tun. Der Burda kommt ja auch von hier, hat damals schon die großen Events nach Offenburg geholt. Deshalb ist es auch Burda, genau. Über die Grenzen hinaus bekannt. So, wenn du mal gerade zu mir fährst, sei mal so lieb. Dann schauen wir mal, ob es auch fährt. So, wenn die jetzt kommen, die kommen hier in diesen Kartons oder wie werden die geliefert? Auf Wunsch auch fertig aufgebaut? Oder? Komplett, also unsere Räder sind immer komplett aufgebaut, im Karton zusammengeklappt. Das heißt, das Einzige, was ich machen muss, Karton öffnen, rausziehen, Schaumstoff weg, aufklappen und losdüsen. Das war's. Ich kann es auch hier abholen, das ist das Coole. Das heißt, ihr habt auch ein Ladengeschäft, man kann hier vorbeikommen. Viele Camper, ich bin ja jetzt hier auch Affinity aus Saarbrücken mal kurz hergekommen, jetzt am Samstag. Das waren 1,5 Stunden Fahrt. Ihr seid relativ zentral, wenn man nicht gerade aus Hamburg kommt, oder? Ja, definitiv. Wenngleich wir mittlerweile auch schon eine kleine Fankultur haben, die auch über größere Distanzen hier herreisen. Wir haben ja eine tolle Ferienregion und das kann dann auch wirklich wunderbar verbunden werden zur Probefahrt, zur Abholung mit dem kleinen Urlaub. Haben einen tollen Campingstellplatz hier noch direkt um die Ecke, 500 Meter weit weg. Also wirklich schon klasse. Passt. So. Ja, das Besondere ist das Design. Ihr habt euch also wirklich große Mühe gemacht, dass alles stimmig ist, dass es funktioniert. Der Preis. Mittlerweile sind ja die Kosten gestiegen. Das heißt, die Containerpreise sind explodiert. Das habt ihr gemerkt? Ja, klar. Das merkt man natürlich. Wenngleich wir trotzdem mit dem Preis wirklich noch gut unterwegs sind für das, was wir bieten. Service ist wichtig, glaube ich. Das ist das große Thema, wenn mal irgendwas dran ist. Also, ja, du darfst es mal zusammenklappen. Das Spannende ist, die Unterstützung Headnabenmotor. Ist das, ich sag mal, jetzt kein Bike, mit dem ich in die Alpen fahre und die steilsten, ich sag mal, 18% meistere. Gehen würde es, aber dafür ist, glaube ich, nicht gedacht, sondern es ist eher für, ich sag mal, smooth Berge locker, oder? Ja, es geht wirklich beides. Ich war am Muttertag mit meiner Mom unterwegs und wir sind hier im Schwarzwald dann hochgefahren bis auf 1000 Meter hoch. Gestartet bei 140 hier in Oberkirch. Also es geht tatsächlich, es liegt wirklich daran, wie ich es bewegen möchte und wie viel Batteriestand im Akku drin ist, genau. Also der Wolf im Schafspelz. Ihr habt viele Speichen mit drin. Also ihr sagt auch, das ist wirklich Qualität, die hier ankommt, oder? Das heißt, du kriegst ja, ich sag mal in Fernost, das, was du bestellst, kriegst du ja. Wenn du billig bestellst, kriegst du billig. Es geht noch viel billiger, oder? Genau, getreu dem Motto, wer billig kauft, kauft zweimal. Das passiert bei uns nicht. Wir achten wirklich penibel auf die Qualität der Bikes und sind natürlich auch im After-Sales-Service nach dem Kauf für unsere Kunden da. Okay, sehr schön. Also MyVelo. Ja, falls mal zusammen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie schnell es geht. Ja, auf geht's. Ja. Denn man kann es wirklich sehr klein machen. Man kann erstmal den Lenker runter machen. Dann zuerst den Lenker runter, dann haben wir sämtliche Sicherungen sind ja doppelt versichert. Das heißt, einmal den Hebel hochziehen und dann abklappen. Und dann kann ich direkt hier einmal den Lenker schon auf die Seite tun. Dann als nächstes wären die Pedalen dran an der Stelle. Hat jetzt das Vorführbike nicht. Zeig mal nachher nochmal, das macht aber nichts. Ich kann es mal gerade zeigen. Ich glaube, hier vorne ist ein Pedal, dass wir das mal gerade zeigen, wie das ungefähr funktioniert, wenn man das einklappt. Das war's. Das ist auch dabei, das Pedal. Ja. Das ist jetzt bei dem ist es jetzt fix. Das denken wir uns einfach mal so dabei. Okay, und dann? Genau, dann haben wir hier den Sattel schon mal runter gemacht. Das ist der zweite Schritt. Im dritten Schritt einmal wieder hier die Verriegelung nach vorne und dann seitlich wegklappen. Und dann muss ich nur noch den Ständer einmal auf die Seite tun und dann klappe ich das Fahrrad einmal hier auf die Seite. Zack, und packe es dann. So, die Kurbel einmal nach vorne. Und dann wandert es so an und für sich auch in unsere praktische Tragetasche mit rein, die es bei uns auch natürlich im Shop dazu gibt. Und Preis von der Tragetasche? 59,90. Also 59,90 ist es komplett dann drin. Ihr habt mehrere Schutzbügel mit integriert. Das bedeutet einmal für die Schaltung? Genau, also für die Schaltung. Insbesondere ein Klapprad hat halt irgendwo immer mal Kontakt mit einem Kofferraum, im Zug, mit irgendwelchen Kanten. Drum einmal hier den Bügel dran und auch einmal hier unten
am Rahmen die Auflage, damit es stabil steht. Ja, ich finde das übrigens, dass der Akku jetzt in der Mitte ist, sehr praktisch, weil viele haben den jetzt integriert im Rahmen drin. Das muss nun wirklich nicht sein, weil der Schwerpunkt natürlich so optimal ist. Du kannst den Akku viel leichter entnehmen. Was habe ich mir einen abgebrochen, um den Akku in der Mitte rauszunehmen? Das war wirklich schwierig und der Hauptvorteil ist auch noch, ihr habt hier zum Beispiel unten, da ist so ein Stahlteil drauf, da läuft das Kabel durch. Gell? Genau, da sind alle Kabel drin, sicher verpackt, um einfach da im Kabelbruch auch schon mal vorzuwirken. So, nimm mal gerade das Fahrrad und stell's noch mal drauf, oben auf das Podest, dass man das sieht. Das ist jetzt so leicht, das kann man packen auch alleine? Ja, locker. Also das kriegt wirklich jeder hin. Da brauche ich nicht mal wirklich sonderlich kräftig dafür sein. Das kann ich auch wunderbar eng am Körper tragen. Dann ist es vom Schwerpunkt direkt bei mir und macht mir auch keine Probleme im Rücken. Ich brauche ja auch keinen Gates-Carbon-Riemen, oder? Nee, braucht es wirklich nicht. Also, wichtig ist die Tragetasche, glaube ich. Das macht dann Sinn. Das heißt, ich packe es ein, damit auch nichts schmutzig wird, oder? Ganz genau, die hole ich gleich auch noch. Schauen wir die auch mal kurz noch an. Und damit wird es wirklich ein sehr, sehr handliches und funktionales System. Ja, MyVelo Berlin gibt es online. Das heißt, ich kann es bestellen. Die Versandkosten, wie hoch sind die? Sind kostenfrei bei uns. Ja. Genau. Einfach, weil wir mit Herz und mit Leib und Seele Online-Händler sind, verschicken wir versandkostenfrei. Die Leute hier lokal kaufen ja bei euch. Das heißt, wahrscheinlich bei euch im Ort fährt jeder MyVelo? Fast. Fast, ja. Also wir sind dran, dass es tatsächlich in die Richtung geht. Ja. Also 16,99, 2 Jungs. Alter von dir? Ich bin aktuell 31. Und der Kompagnon? 32. 32, ja. Danke fürs Einschalten heute. 11. Juni 2022. Er holt gerade die Tasche. Da vorne ist er nämlich mit dabei. Er ist ja Sportler. Das alles? Das ist alles, genau. Also zeig mal, wie die funktioniert. Also die Tasche ist tatsächlich auch noch mal in der Tasche. Die Tasche ist in der Tasche. Genau. Ich finde das so wichtig, eine Tasche zu haben. Passt jetzt natürlich mit den Pedalen wahrscheinlich nicht so gut, oder? Mit dem ist tatsächlich, müssen wir mal schauen. Könnte gehen. Könnte gehen. Okay. Ja, cool, geht über Studieren. cool finde ich hier den Ausschalter. Kannst du einfach ausmachen. So, das ist auf jeden Fall die Tasche. Die ist doch schön, wenn es Lager ist zu Hause. Ist sie stabil? Total, absolut. Also mehr als ausreichend für so ein leichtes Fahrrad. Wichtig hier an der Stelle tatsächlich nur, dass die Grundausrichtung einmal stimmt. Die Räder rein. Man Okay. muss es tatsächlich auch mal 2-3 Mal probiert haben. Und dann funktioniert es. Interessant. Erstes Video für euch jetzt, oder? In der Form. Das heißt, ihr macht ja auch Videos. Aber dass ich mal vorbeikomme, das Ganze zeige. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, sowas in die Richtung, ne? Okay. Tatsächlich nochmal schauen, jetzt wird es wahrscheinlich eng wegen dem Pedal. Ja. Also wenn die Klapppedale drin wären, dann wird es auch funktionieren. Genau, weil So, und der Sattel muss runter, oder? das Sattel muss ganz runter, genau. Die Tasche ist natürlich auch so bemessen, dass es wirklich spitz auf Knopf passt. Einfach aus dem Grund, dass wenn es in der Tasche ist und transportiert wird, dass es dann auch da drin nicht rumwackelt. So, hier vorne. Hier vorne steht's, bitte. Sag. Zeig mal noch einmal das mit den Pedalen. Ach so, Ist ja jetzt nicht hast du das als hätte man Richtige. nicht- Als hätte man nicht genug Fahrräder da. Einfach hier, zack, einklappen und auf die Seite weg. Und Ist es lieferbar im Moment eigentlich? Habt ihr welche da? beim Berlin kriegen wir wieder Material rein in ungefähr 8 Wochen. Ja. 8 Wochen, das Alle heißt, wenn ich jetzt anderen bestelle. Modelle sind lieferbar. Ja. Sind alle da außer Berlin. So, ist das euer Hotseller, oder? Das ist wirklich unser Hotseller an der Stelle. Und ja, mit etwas Geduld auch dieses Jahr noch lieferbar. Okay, jetzt sind die Pedale natürlich im Weg. Das. Genau. Ich glaube dir aber, dass es passt. Es passt? Okay, Auf einen Millimeter sogar. auf einen Millimeter. Und im Endeffekt, wenn dann die Pedale angeklappt sind, habe ich da wirklich das Fahrrad hauteng drin, sag ich jetzt einfach mal, und kann es dann total easy einmal wieder den Einkauf durch die Gegend tragen. Sehr schön. MyVelo
In der Ort, wo ihr seid? In Oberkirch. In Oberkirch, das Ganze ist in Baden-Württemberg, nehme ich an, oder? Genau, in Südbaden, zwischen Karlsruhe und Freiburg, ziemlich genau in der Mitte. Unweit von Straßburg übrigens, Genau. ja, da bin ich hergekommen. Ist auch direkt an der Autobahn. Also wunderbar auch zum Anfahren. Danke. Tschüss euch allen.